Der Wind wehte über das ausgedörrte Grasland und trug die Hitze des sterbenden Tages mit sich. Im Schatten einer alten Akazie lag regungslos ein männlicher Löwe. Sein Name war Mr. T, einst der unangefochtene König der Savanne. Doch nun, in seinen letzten Augenblicken, strahlte seine glorreiche Vergangenheit noch immer in seiner Erinnerung. Mitten in der ausgedörrten Savanne Afrikas, wo der Tod hinter jedem Busch lauert und jeder Schritt der letzte sein könnte, schrieb ein männlicher Löwe eine Geschichte, die die ganze wilde Welt nie vergessen wird. Da er ein Jungtier im spartanischen Rudel war, sah ein Junges anders aus. Ihm wuchs früher eine Mähne als den anderen. Er brüllte zuerst und roch auch zuerst das Blut seiner Beute. Das war Mr. T, der skrupellose Killer. Immer an seiner Seite war sein Bruder Kinky Tail, sein treuester Gefährte. Als sie erwachsen wurden, entschieden sie sich nicht, allein zu leben, sondern schlossen sich einer Gruppe von 6 männlichen Löwen an. Später nannten die Menschen diese Gruppe Mapogo, ein Symbol für Stärke und Grausamkeit. Dass sich viele männliche Löwen zu einem solchen Bündnis zusammenschlossen, erhöhte ihre Überlebenschancen. Ein einzelner männlicher Löwe hatte es schwer, sein Revier zu verteidigen und noch schwerer, sein Rudel vor Eindringlingen zu schützen. Doch wenn sie sich zusammenschlossen, konnten sie andere vertreiben, neue Länder erobern, Partnerinnen teilen und gemeinsam ihr Territorium verteidigen. Bündnisse brachten viele Vorteile. Mehr Gefährten, mehr Stärke und eine längere Herrschaft. Sie brachten aber auch Schwierigkeiten mit sich. Als es keine äußeren Feinde mehr gab, begannen Löwen im selben Bündnis manchmal miteinander um Weibchen, Territorium und Führung zu konkurrieren. Diese Konflikte konnten zum Zerfall des Bündnisses führen. Die Mapogo wurden nach einer berüchtigten Gruppe von Beschützern in Südafrika benannt, was ausdrückt, dass diese Löwengruppe ebenfalls kompromisslos ist. Sie kämpfen um die Vorherrschaft und verzeihen keine Schwäche. Unter ihnen sticht Mr. T als Krieger hervor, der niemals zurückweicht und die Seele dieser Allianz ist.
Mitten an einem heißen Nachmittag wirbelt Staub unter den Füßen von 6 männlichen Löwen auf, die gerade ein neues Territorium betreten haben. Bevor das Rudel reagieren kann, stürzt sich Mr. T, ohne Befehle zu benötigen oder auf seine Verbündeten zu warten, direkt ins Zentrum des Kampfes. Es ist nicht nur ein Sieg, sondern eine Erklärung. Mr. T war nicht gekommen, um sich anzuschließen. Er kam, um zu führen. Und von diesem Tag an wagt niemand in der Allianz, seine Position als Krieger Nummer 1 anzuzweifeln. Mr. T's Fähigkeiten liegen nicht in Schnelligkeit oder Beweglichkeit. Was ihn auszeichnet, sind seine rohe Kraft, seine Hartnäckigkeit und sein unbeugsamer Geist. Mr. T's Körper war mit Narben übersät, doch jede einzelne zeugte von den Kämpfen, die er überlebt und gewonnen hatte. Er war nicht der größte Löwe in Mapogo, aber der gefürchtetste. Mit Mr. T an der Spitze bildeten die Mapogo eine Allianz, die in den Sabi-Sans Angst verbreitete, wo alle alten Herrscher nach und nach gestürzt wurden. Im gesamten Sabi-Sans übernahmen die Mapogo nach und nach die weiblichen Löwenrudel von den alten Allianzen. Jeder Sieg bedeutete mehr Territorium, mehr weibliche Rudel und das Recht zur Fortpflanzung. Sie töteten alle Jungen ihrer Feinde, um die weiblichen Rudel brünstig zu machen, die einzige Möglichkeit, ihre eigenen Jungen zu zeugen. Mr. T war stets die Vorhut. Er stürmte vorwärts und ebnete den Weg für den entscheidenden Angriff. Die gesamte Allianz verließ sich auf seine Wildheit und seinen Mut. Wo Mr. T auftauchte, gab es keinen Platz für Schwäche, nur Schläge, Blut und Dominanz. Die Mapogo sind mehr als nur eine Koalition. Sie sind ein Albtraum für jeden, der versucht, in den Sabi-Sans ein Territorium zu verteidigen. Sechs männliche Löwen, einst Krieger in ihrem eigenen Rudel, haben sich zu einer Tötungsmaschine zusammengeschlossen. Sie kennen keine Gnade. Immer wenn sie ein neues Territorium erobern, beseitigen sie die alten Männchen, töten die Jungen und übernehmen das weibliche Rudel. Während Mapogo expandierte, entwickelte sich ein weiterer stiller Feind, ein Rudel Tüpfelhyänen. Obwohl sie nicht so mächtig wie Löwen waren, lebten Hyänen anders.
Sie hatten ein straffes Sozialsystem, angeführt von älteren Weibchen. Jedes Individuum hatte eine klare Hierarchie, wusste sich zu koordinieren, wusste, wann es angreifen und wann es sich zurückziehen musste. Sie jagten nicht mit Kraft, sondern mit Anzahl und Ausdauer. Hatte das Hyänenrudel eine Beute ins Visier genommen, verfolgten sie diese bis zum Ende, selbst wenn es Stunden dauerte. Ihre extrem starken Kiefer ermöglichten es ihnen, Knochen zu zermalmen und sie vollständig zu fressen, ohne etwas zurückzulassen. Sie verschwendeten nichts, weder Fleisch noch Knochen noch Haut. Zwischen Mapogo und den Hyänen herrschte ein geheimer Krieg. Niemand erklärte den Krieg, aber beide wussten, wenn sie nicht aufpassten, würden sie eines Nachts in Stücke gerissen werden. Miss T verstand das und war stets wachsam, doch keine Macht währt ewig ohne Risse. Während das Bündnis stärker wurde, verblasste das anfängliche Band allmählich. Die schwelenden Meinungsverschiedenheiten über Territorium, weiblichen Stolz und Rollenverteilung zwischen den Mitgliedern kamen an die Oberfläche. Mr. T und Kinky Tail, das engste Paar, entschieden sich, die Gruppe zu verlassen, nicht aus Schwäche, sondern weil sie ihr eigenes Imperium errichten wollten. Sie verließen die Zentralregion und zogen ostwärts nach Sabisand, einem Land, das noch nicht vollständig kontrolliert war. Es gab nur 2 männliche Löwen, doch ihr Ruf und ihre Stärke reichten aus, um andere Allianzen misstrauisch zu machen. Schnell übernahmen sie ein weibliches Rudel, etablierten das Territorialsystem neu und führten den dominanten Lebensstil fort, den sie in Mapogo geführt hatten. Getrennt von der Allianz verlor Mr. T den Kampfinstinkt nicht. Im Gegenteil, er wurde gefährlicher, da nun alle Entscheidungen von ihm und Kinky Tail getroffen wurden. Da sie sich die Rollen nicht mehr mit 4 anderen teilen mussten, toppten sie wie 2 Kriegsgötter ohne Unterlass. An einem schwülen Nachmittag, als die rote Sonne tief am Horizont stand, patrouillierten Mr. T und Kinky Tail am Rande ihres neu eroberten Territoriums. Die Luft war stickig, gelegentlich begleitet vom Geschrei von Raubvögeln. Plötzlich ertönte aus dem kurzen Gras vor ihnen ein markantes Gackern, ein unverkennbares Geräusch. Mr. T und Kinky Tail blieben stehen. Vor ihnen zogen mehr als ein Dutzend Tüpfelhyänen Richtung Süden und durchquerten dreist das Revier, das die beiden Löwen gerade erst erobert hatten. Es gab keinen Kadaver, keinen konkreten Kampf, nur eine offensichtliche Provokation. Mr. T brüllte. Die Hyänen hielten kurz inne, dann griffen beide Seiten im Gleichschritt an.
Nur Blut und Staub wirbelten in der Raserei. Nach nur wenigen Minuten verwandelte sich das arrogante Gelächter in Stöhnen. Die Hyänen flohen. Doch der Sieg währte nicht lange. An einem ruhigen frühen Morgen, als der Nebel noch den Boden bedeckte, wurden Mr. T und Kinky Tail plötzlich von 4 jungen Löwen überfallen. Sie griffen aus vielen Richtungen an und wählten den Moment, als die beiden legendären Krieger ruhten. Kinky Tail wurde nach einem erbitterten Kampf umzingelt und besiegt. Während Mr. T, schwer verwundet, unter dem Schmerz, seinen engsten Bruder verloren zu haben, zum Rückzug gezwungen war. Nach dem Rückzug blickte Mr. T nicht zurück. Die Wunde an seinem Körper war noch nicht verheilt, als die Wunde in seinem Herzen sich bereits in eine Narbe verwandelt hatte. Allein kehrte er in das alte Land zurück, wo einst die Mapogo-Allianz herrschte. Dort lebten noch immer alte Verbündete wie Makulu, Pretty Boy und Rasta, älter und weniger. Doch ihre Augen waren noch immer voller Wachsamkeit und Erinnerungen. Von da an kämpfte er Seite an Seite mit denen, die die Legende geschrieben hatten. Nicht länger ein Eroberer aller Orten war Mr. Tay nun der Hüter des Feuers für die letzten Überreste einer feurigen Ära. Doch die wilden Instinkte ließen nie nach und der Kampf hörte nicht auf. Die Regenzeit war angebrochen. Der Himmel war trübgrau und heftige Regenfälle strömten herab und milderten den roten Staub, der die Steppe monatelang bedeckt hatte. Neues Gras begann aus den Rissen im Boden zu sprießen und breitete einen üppigen grünen Teppich aus, der das Land, das einst unter der sengenden Sonne verrottet war, wieder zu beleben schien. Pfützen tauchten wieder auf und lockten Tierherden an, darunter auch Gnus. Die Gnuerden folgten einander in einem endlosen Strom und bewegten sich instinktiv auf der Suche nach Gras und Wasser. Jedes Gnu hatte einen muskulösen Körper, scharf gebogene Hörner und kräftige Beine. Sie konnten schnell laufen und waren ausdauernd, aber während der Migrationszeit war ihre Anzahl die wahre Stärke. Tausende von ihnen bewegten sich gleichzeitig, verdeckten die Sicht und erzeugten ein donnerndes Geräusch, das über die Ebenen hallte. Inmitten des geschäftigen Treibens der Regenzeit und des Grollens der Gnu-Herde, das sich bewegte, teilte ein riesiges Wesen leise das Gras und näherte sich einem einsamen Nilpferd. Es löste sich vom Fluss und fand eine Quelle jungen Grases, das dicht am Waldrand wuchs. Langsam kaute es an jedem Grasbüschel, ohne zu merken, dass es ins Visier der Raubtiere geraten war. Verborgen im Schatten niedriger Akazienbüsche senkten sich 4 dunkle Gestalten lautlos nieder.
waren Mr. T und seine Herde. Hunger, Instinkt und geschickte Berechnung ließen sie angesichts der enormen Größe ihrer Beute nicht zögern. Wenige Minuten später lag der Riese regungslos mitten auf dem sumpfigen Feld und hinterließ eine rote Blutspur im grünen Gras. Als sich die Sonne über das Grasland senkte, durchdrangen die letzten Sonnenstrahlen den Regen und spiegelten sich in Mr. T's nassem Fell. Die Luft war schwer vom Geruch von rohem Fleisch, Blut und feuchtem Gras. Mit der Zeit zerfiel die Allianz der Mapogo allmählich. Die einst unbesiegbaren Krieger waren alt und schwach, übersät mit Narben. Junge Löwen aus der Ferne kamen, ohne Angst vor Legenden, nur um Territorium kämpfen zu wollen. Während einer Patrouille wurde Herr Tay von 4 jungen Löwen überfallen. Er kämpfte bitter, doch sein Alter ließ den Kampf nicht lange dauern. Unter der sengenden Sonne floss Blut, Staub wirbelte umher. Herr T. fiel, ohne zu brüllen, ohne sich zu beschweren, einfach still wie ein König, der seine Mission erfüllt hatte. Blut sickerte in den Boden, roter Staub bedeckte seine silberne Mähne. Im Moment des Verschwimmens zwischen Leben und Tod schwieg Herr Tay. Doch in seinem Kopf erschien ein Bild. Nicht aus der Vergangenheit, sondern aus der Zukunft. Am Ufer des Mara-Flusses ergoss sich das Nachmittagslicht auf den dicken, schwarzen Schlamm. Ein riesiger Nilpferdkadaver lag reglos da, umgeben von Krokodilen. Doch aus der Ferne näherte sich eine Gruppe Löwenjungen, Löwinnen und ihrer Nachkommen. Furchtlos überquerten sie die Grenze und eroberten ihren Platz zwischen Brüllen und Reißzähnen zurück. Angeführt wurde der Weg von einem kleinen Männchen mit funkelnden Augen, dessen spärliche Mähne wie am Anfang abragte. Ohne zu zögern stürmte er vorwärts und trug die alte Kraft in neuer Gestalt. Mr. T schloss die Augen, nicht vor Schmerz, sondern in Frieden. Er wusste, dass seine Blutlinie weiterbrannte,
Nicht nur in seinem Blut, sondern auch in seinem Kampfgeist und seinem Mut. Unter dem letzten Sonnenuntergang, wo ein alter Krieger fiel, erhob sich eine neue Generation. Die Steppe würde sich verändern, die Schlachten würden weitergehen. Doch der Name von Mr. T und die Legende von Mapogo würden für immer in jedem Brüllen, jedem Fußabdruck auf der roten Erde widerhallen. Nicht als diejenigen, die einst existierten, sondern als Symbole, die niemals vergehen. Es ist Liebe nie süß. Sie ist ein Kampf der Intelligenz, ein instinktiver Tanz zwischen Leben und Tod, zwischen Anziehung und Besitz, wobei jede Paarung das Ergebnis einer Reihe von Strategien ist, von Verführung bis Täuschung, von Prahlerei bis hin zu blutigen Kämpfen. Die seltsamen Balzrituale des Tierreichs in der Wild. In den ausgedörrten Graslandschaften Afrikas, im trüben Wasser des Amazonas oder im kalten Schnee der Arktis, tierische Liebe findet auf ihre eigene Weise statt, seltsam, wild und erschreckend bezaubernd zugleich. In der weiten und trockenen Landschaft der afrikanischen Ebenen, wo der Boden unter der sengenden Sonne rissig ist, bewegen sich riesige Gestalten lautlos durch Staub und verdorrtes Gras. Der afrikanische Elefant, das größte Säugetier der Welt, ist nicht nur für seine gewaltige Statur und überragende Intelligenz bekannt, sondern auch für seine einzigartige, wilde und selektive Fortpflanzungsstrategie. In ihrer Welt ist Sex nicht einfach ein Instinkt. Es ist eine Reise voller Schmerz, Druck und Konkurrenz, auf der nur die stärksten und intelligentesten Individuen die Chance haben, ihre wertvollen Gene an die nächste Generation weiterzugeben. Jedes Jahr, wenn die Natur nach den trockenen Monaten erwacht und die ersten Regenfälle die sonnenverbrannten Graslandschaften kühlen, beginnt die Paarungszeit der afrikanischen Elefanten. Zu dieser Zeit treten erwachsene Elefantenböcke in eine besondere Phase ihres biologischen Lebens ein, das sogenannte Must. Must ist kein einfaches Phänomen. Es ist eine seltsame biologische Transformation, bei der der Testosteronspiegel im Körper des Elefantenbullen dramatisch ansteigt, 40 bis 60 Mal höher als normal. Die Hormonflut führt zu Anspannung, Stimmungsschwankungen, aggressivem und extrem empfindlichem Verhalten. Aus beiden Schläfen sondert sich eine schwarze Flüssigkeit ab, die Augen sind blutunterlaufen, die Ohren schlagen heftig, um andere zu warnen. Das ist die Phase der biologischen Wut. In dieser Zeit wird der Elefantenbulle für die Elefantenkuh attraktiver.
Der Duft des Mustsekrets ist wie ein natürliches Parfüm, ein Zeichen von Vitalität und höchster Fruchtbarkeit. Um die Erblinie weitergeben zu können, benötigt der Elefantenbulle jedoch nicht nur Hormone, sondern auch absolute Stärke. Im Grasland, wo auch andere Männchen in Mast sind, kann jede Begegnung zu einem Konflikt führen. Die 100 Kilogramm schweren Stoßzähne, die lauten Kollisionen zweier bis zu 6 oder 7 Tonnen schwerer Körper, können dazu führen, dass einer der beiden den Stoßzahn bricht, das Fleisch zerreißt oder sogar tötet. Bedeutet nicht Ruhm. Er ist lediglich die Eintrittskarte in die raue Welt der Elefantenzucht. Nach dem Kampf nähert sich der siegreiche Elefantenbulle der Elefantenkuh mit ungewöhnlicher Vorsicht. Er greift nicht wie ein wildes Tier an, sondern langsam und sanft. Mit seinem flexiblen Rüssel berührt er sanft Ohren, Schultern und Schwanz der Elefantenkuh als Form der taktilen Kommunikation. Ein diskretes und biologisch bedeutsames Liebesgeständnis. Doch unmittelbar nach der Paarung macht sich das Elefantenbulle auf den Weg und setzt seine eigene Reise fort. Fürsorge, Schutz und Aufzucht der nächsten Generation obliegen voll und ganz der Herde Elefantenkühe, einem eng verbundenen und sozial geprägten matriarchalen System. Und die Reise der Elefantenkühe ist nicht weniger beschwerlich. Die Tragzeit eines afrikanischen Elefanten beträgt bis zu 22 Monate, mehr als bei jedem anderen Säugetier. Während dieser knapp 2 Jahre muss sich die Elefantenmutter ständig bewegen, nach Nahrung suchen und den Fötus vor Gefahren aus der Natur und anderen Raubtieren schützen. Bei der Geburt wiegt das Elefantenbaby fast 100 Kilogramm und ist fast 1 Meter groß, aber noch schwach und verletzlich. Die gesamte Herde weiblicher Elefanten arbeitet zusammen, um ihren Nachwuchs zu schützen und aufzuziehen. Denn ein schwaches Individuum wäre eine Belastung für die Herde und sein Überleben wäre ein Beweis für den Erfolg der über viele Jahre hinweg vorbereiteten Fortpflanzungsstrategie. Die Sexualstrategie des afrikanischen Elefanten ist eine perfekte Kombination aus Instinkt, Hormonen, Intelligenz und Sozialstruktur. Im Gegensatz zu anderen Arten, die sich opportunistisch fortpflanzen, setzen Elefanten alles auf seltene, aber kalkulierte Paarungen. Vom Zeitpunkt, wenn die Umweltbedingungen günstig sind,
über den Eintritt des Männchens in einen besonderen biologischen Zustand, den erbitterten Kampf um die Wahl und schließlich die fast 2-jährige Investition des Weibchens. Alles dient einem Ziel: sicherzustellen, dass nur die besten, stärksten und am besten angepassten Gene an die nächste Generation weitergegeben werden. In den verborgenen Winkeln der Natur, wo das Licht selten hinreicht, existiert eine Welt, die nach ihren eigenen Regeln funktioniert, wo jedes Lebewesen auf der Grundlage einer Reihe von Instinkten lebt, die über Millionen von Jahren der Evolution kodiert wurden. Dort ist Liebe nicht immer sanft oder bindend. Manchmal ist sie die letzte Falle, das schicksalshafte Lied, das ein Leben beendet. Die schwarze Witwe, deren Name schon Schauer auslöst, ist der anschaulichste Beweis für das Konzept. Liebe bedeutet, im Herzen eines anderen zu sterben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Klein, schlank, tiefschwarz mit einem leuchtend roten, blutbefleckten Bauch. Die weibliche schwarze Witwe beeindruckt nicht gerade durch ihr aggressives Aussehen. Doch lassen Sie sich von dieser dunklen Schönheit nicht täuschen. Sie ist eine geborene Biokillerin. Und der größte Pechvogel von allen ist niemand anderes als ihr Liebhaber. Während der Brutzeit macht sich das Männchen auf die Suche nach einer Partnerin. Im Vergleich zum Weibchen ist es deutlich kleiner, nur 1/10 so groß und muss daher sehr behutsam vorgehen. Entdeckt es das Netz eines erwachsenen Weibchens, stürzt es sich nicht sofort ein, sondern nähert sich vorsichtig und erzeugt dabei leichte Vibrationen, die an die Tür klopfen, als wolle es signalisieren: Ich bin hier, um zu lieben, nicht um Beute zu machen. Befindet sich das Weibchen in Brutzeit, greift es nicht sofort an, sondern wartet. Und so beginnt ein programmiertes Todesritual. Im Verlauf der Paarung tut das Männchen alles, um seine Chancen auf die Weitergabe seiner Gene zu erhöhen. Er kann seinen Körper in die richtige Position bringen, Sperma in den Körpersack des Weibchens injizieren und in manchen Fällen bietet er sich nach der Paarung sogar bewusst als Nahrungsquelle für das trächtige Weibchen an. Es ist ein seltsames, scheinbar irrationales Verhalten, aber eine erschreckend clevere evolutionäre Strategie. Nach der Paarung gefressen zu werden, ist kein Zufall. Es ist Teil der Strategie des Spinnenmännchens. Indem es sich opfert, erhöht es die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Befruchtung und verringert so die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Weibchen später mit anderen Männchen paart. In einer Welt, in der Männchen hart umkämpft sind und die Chance zur Paarung fast immer die einzige im Leben ist der Tod, sofern er genetische Unsterblichkeit verleiht, ein akzeptabler Preis. Bei der schwarzen Witwe hat der Tod nach der Liebe auch eine nährende Bedeutung. Nachdem das Weibchen seinen Partner gefressen hat, nimmt es wertvolles Protein auf und das hilft ihm, Eier zu entwickeln, seinen Körper zu erhalten und sich auf den Geburtsvorgang vorzubereiten. Es ist ein nackter Tausch, Sex gegen neues Leben, das Individuum gegen die Generation.
Die schwarze Witwe ist mehr als nur ein makabres Symbol für das Konzept der Femme fatale in der Natur. Sie offenbart auch eine grausame Wahrheit der Evolution. Sex äußert sich nicht immer in Form von Zuneigung oder Vitalität. Manchmal ist es der ultimative Handel, bei dem der Schwächere das Schicksal akzeptiert. Nicht, weil er dazu gezwungen wird, sondern weil es die einzige Möglichkeit ist, seine Spuren im Genfluss des Lebens zu hinterlassen. Im weiten Ozean, wo Himmel und Meer zu einem endlosen Blau verschmelzen, rast ein Lebewesen mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit durch das Wasser, doch nicht mit Wildheit oder Gewalt, sondern mit Anmut, Geschicklichkeit und überlegener Intelligenz. Delfine, Meerestiere, die als die intelligentesten in freier Wildbahn gelten, zeichnen sich nicht nur durch ihre geschickten Jagdfähigkeiten aus, sondern auch durch ihr überraschend komplexes Sozial- und Sexualleben. Trotz ihres schlanken Körpers und ihres scheinbar ewigen Lächelns sind Delfine die Meisterjäger der Meere. Sie jagen nicht allein aus Instinkt, sondern mit hochkoordinierten Gruppenstrategien. Ein Beweis für ihre in der Tierwelt seltene Fähigkeit zu kommunizieren, sich zu organisieren und schnelle Entscheidungen zu treffen. Wenn eine Delfinschule ein Ziel, meist einen Sardinenschwarm, identifiziert, jagen sie nicht einfach. Eine Gruppe trennt sich und schwimmt um die Beute herum. Durch die Aussendung von Ultraschallwellen erzeugt sie eine Schallmauer, die die Beute in Panik versetzt. Anschließend treiben die verbleibenden Delfine die Fische zu einer dichten, wirbelnden Masse zusammen, einem sogenannten Fischball. Jeder einzelne Delfin stürmt abwechselnd in die Mitte der Schule, öffnet sein Maul und schnappt sich die Beute mit höchster Präzision. In flachem Wasser wenden sie auch die Technik des Schlammfischens an. Manche Delfine schlagen mit ihrer Schwanzflosse heftig auf den Meeresboden und wirbeln so dichte, undurchsichtige Schlammringe auf, die die jungen Fische an die Oberfläche treiben und sofort gefangen werden. Manche Delfine benutzen Schwämme sogar als Werkzeuge, um Beute im Sand umzudrehen. Ein Verhalten, das fast so wirkt wie Werkzeuge zu benutzen. Was Delfine jedoch von anderen unterscheidet, ist nicht nur ihre Jagdstrategie, sondern die Art und Weise, wie sie Intelligenz und Emotionen in allen Aspekten ihres Lebens einsetzen, einschließlich eines scheinbar rein instinktiven Bereichs der Sexualität. Wenn die Jagd vorbei ist, ihre Bäuche voll sind und der Ozean sich wieder beruhigt, beginnen Delfine ein neues Spiel.
Ein Spiel der Emotionen, der Verbundenheit und der Kommunikation, bei dem Sex im Mittelpunkt steht. Während sich die meisten Arten zum Zwecke des Arterhalts paaren, betrachten Delfine Sex als wesentlichen Bestandteil des Soziallebens, als eine Sprache der Zuneigung, des Trostes und sogar der Hierarchie innerhalb der Gruppe. Delfine warten nicht auf die Brutzeit, sie können sich das ganze Jahr über paaren und das nicht immer mit dem Ziel, Nachwuchs zu zeugen. Sie werben umeinander mit Saltos, parallelen Schwimmrunden und leisen Unterwasserpfeifen, wie ein stilles Liebeslied des Ozeans. Ein Männchen bringt manchmal ein Geschenk mit, eine Muschel, ein seltsames Stück Seetang, als wolle es liebevolle Aufmerksamkeit schenken. In der Delfingesellschaft ist Sex sogar ein Weg, nach einem Streit Frieden zu schließen, eine Belohnung nach gemeinsamer Jagd und manchmal auch eine Möglichkeit, die eigene Rolle in der Gruppe zu bestätigen. Diese Verhaltensweisen werden sowohl bei Männchen als auch bei Weibchen zwischen den Geschlechtern und sogar in homosexuellen Beziehungen beobachtet. Etwas, das in freier Wildbahn äußerst selten vorkommt. Bei großen Tümmlern schließen sich Männchen oft zu Zweier- oder Dreiergruppen zusammen und arbeiten lange Zeit zusammen, um ein Weibchen zu fangen und zu umwerben. Dies ist nicht nur Wettbewerb, sondern auch eine kooperative Sexualstrategie, die zeigt, dass Delfine wissen, wie man Vorteile berechnet, koordiniert und teilt. Etwas, das nur wenige andere Arten können. Und vor allem rufen sich Delfine gegenseitig mit ihren Vornamen, einer Reihe unverwechselbarer Laute, mit denen sich jedes Individuum vorstellt, wie intime Rufe zwischen Partnern. Bei intimen Momenten hallen diese Geräusche im tiefen Wasser wider, wie das Flüstern einer Spezies, die weiß, wie man liebt, wie man vermisst und wie man jeden Moment der gegenseitigen Berührung im weiten Ozean genießt. Es gibt sogar Aufzeichnungen über homosexuelles Verhalten, Paarungen zwischen Individuen des gleichen Geschlechts bei Delfinen. Und interessanterweise werden diese Verhaltensweisen nicht von der Gruppe ausgeschlossen, sondern als normaler Teil des sozialen Lebens akzeptiert. Das zeigt, Sex mit Delfinen dient nicht nur der Fortpflanzung, sondern ist Ausdruck eines reichen spirituellen Lebens. Wenn die Nacht im feuchten Garten hereinbricht, beginnen sich die kleinen Lebewesen im sanften Mondlicht zu bewegen. Kein Gebrüll, keine atemlosen Jagden, nur langsame, sanfte Bewegungen wie eine stille Melodie der Erde.
Doch hinter dieser Einfachheit verbirgt sich eine seltsame und unglaublich romantische biologische Geschichte, in der die Liebe mit einem Pfeil abgeschossen wird und jede Paarung ein ausgeklügeltes Ritual ist, das stundenlang dauert. Das ist die Welt der Liebesschnecken. Schnecken sind Hermaphroditen, das heißt, jedes Individuum besitzt sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsorgane. Treffen sie aufeinander, können sich beide Schnecken gegenseitig befruchten. Doch bevor es dazu kommt, treten sie in eine Balzphase ein, die stundenlang, ja sogar die ganze Nacht andauert. Beide bewegen sich langsam umeinander, reiben ihre Körper, sondern Schleim ab und erzeugen wunderschöne Wirbel auf dem Boden, als würden sie mit ihren eigenen Körpern eine Karte der Liebe zeichnen. Dann plötzlich auf dem Höhepunkt des Tanzes zückt einer der beiden oder beide eine Geheimwaffe, den Liebespfeil. Es handelt sich um einen Calciumdorn, scharf wie eine winzige Klinge, der in den Körper des anderen geschossen wird. Nicht zum Töten, nicht zur schweren Verletzung. Der Pfeil hat eine heilige Mission. Er injiziert spezielle Fortpflanzungshormone, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass das Sperma des Individuums zurückgehalten und bei der späteren Befruchtung verwendet wird. Dieses Verhalten, Liebespfeil genannt, mag wie ein bizarres Spiel der Natur klingen, ist aber in Wirklichkeit eine ausgeklügelte evolutionäre Strategie. In der hermaphroditischen Welt der Schnecken, in der jedes Individuum aufgrund der hohen biologischen Kosten des Eiertragens lieber Vater als Mutter sein möchte, ist das Schießen von Liebespfeilen eine Möglichkeit, die Vaterschaftschancen zu erhöhen. Studien haben gezeigt, dass von Pfeilen getroffene Individuen dank der durch die Einstichstelle injizierten Hormone eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit haben, das Sperma des Gegners zu behalten. Seltsamerweise, während viele Tiere Kraft, Schnelligkeit oder Psychospielchen einsetzen, um Paarungsrechte zu erlangen, wählen Schnecken Stille und eiskalte Präzision. Sie kämpfen nicht, jagen nicht, sondern kämpfen in einem langsamen, aber biologisch kalkulierten Ritual. Hinter der Langsamkeit verbirgt sich ein erbitterter, stiller genetischer Krieg. Nachdem die beiden ihre Pfeile ausgetauscht haben, verflechten sie sich weiter und paaren sich einvernehmlich. Beide geben und empfangen Sperma, beide in der Hoffnung, einen Teil ihrer selbst an die nächste Generation weiterzugeben. Und dann, wie der Regen nach einer langen Nacht, trennen sich beide, kriechen leise im Morgennebel davon, neue Lebenssamen in sich tragend.
Die Liebe der Schnecken ist ein wortloses Bild, langsam aber seltsam, sanft aber scharf. Es gibt keinen Tod wie bei der schwarzen Witwe, keine Lust wie bei Delfinen. Aber es gibt Geduld, Zartheit und Ritual. Eine Art von Sex, die wir nur verstehen können, wenn wir wirklich innehalten. Genau hinschauen und akzeptieren. Selbst die kleinsten Lebewesen haben ihre eigene Art zu lieben und zu überleben. Die seltsamen Balzrituale des Tierreichs. In der Wildnis ist Liebe nie süß. Sie ist ein Kampf der Intelligenz, ein instinktiver Tanz zwischen Leben und Tod, zwischen Anziehung und Besitz, wobei jede Paarung das Ergebnis einer Reihe von Strategien ist, von Verführung bis Täuschung, von Prahlerei bis hin zu blutigen Kämpfen.